Hoch über Neu-Ravensburg, einem Ortsteil von Wangen im Allgäu, erheben sich die Überreste einer einst bedeutenden Burganlage. Die Burgruine Neu-Ravensburg, später auch Schloss Neu-Ravensburg genannt. Eine hochmittelalterliche Höhenburg, deren Ursprünge bis ins 12. Jahrhundert zurückreichen. Das genaue Baujahr ist nicht überliefert. Doch vieles deutet darauf hin, dass die Burg in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts entstand. Um seinen Herrschaftsanspruch zu sichern, ließ Heinrich von Neu-Ravensburg ab etwa 1260 im Schutz der Burg eine Siedlung errichten. Diese sollte den neuen Stammsitz festigen und dauerhaft sichern.
Mit seinem Tod um das Jahr 1270 fiel die Burg an das Kloster St. Gallen. Doch die folgenden Jahre waren von Unruhe geprägt. Zwischen 1270 und 1288 wurde der Ort mehrfach angegriffen, eingenommen und niedergebrannt. Trotz dieser Zerstörungen blieb die Anlage bestehen. Im Jahr 1451 verkaufte Abt Kaspar die Herrschaft an die Stadt Lindau. In den folgenden Jahrzehnten setzte Lindau eigene Vögte ein. Die Burg wurde weiterhin genutzt und verwaltet. Doch auch hier blieb die Zeit nicht stehen. Im Bauernkrieg von 1525 wurde die Burg erneut verwüstet. Und dennoch blieb sie weiterhin Verwaltungssitz der umliegenden Ländereien. Im späten 16. Jahrhundert wechselte die Herrschaft erneut. 1586 übernahm die Reichsstadt Wangen die Kontrolle. Doch schon 1608 kehrte Neu-Ravensburg wieder in den Besitz des Klosters St. Gallen zurück.
Nur wenige Jahre später begann der Wiederaufbau. Aus der beschädigten Burg entstand ein repräsentatives Schloss, ein Ort der Macht und des Rückzugs. Während der religiösen Konflikte im 18. Jahrhundert fand sogar der Abt von St. Gallen hier Zuflucht. Er lebte mehrere Jahre auf dem Schloss und starb schließlich an diesem Ort. Mit der Säkularisation im Jahr 1803 begann ein neuer Abschnitt. Die bisherigen Strukturen lösten sich auf. Besitzverhältnisse änderten sich grundlegend. Die Herrschaft ging an Fürst Johann Baptist von Dietrichstein über. Doch auch diese Zeit war nicht von Dauer. Bereits wenige Jahre später wurde Neu-Ravensburg Teil des Königreichs Württemberg. Im 19. Jahrhundert begann schließlich der Niedergang. Das Schloss wurde verkauft und Stück für Stück abgetragen.
Was einst eine bedeutende Anlage war, zerfiel langsam. Zurück blieb nur ein Teil, der mächtige Bergfried. Er ist es, der bis heute von der einstigen Burg erzählt. Im 20. Jahrhundert begannen erste Sicherungsmaßnahmen. Die Ruine wurde erhalten und teilweise restauriert. Heute dient der Bergfried als Aussichtspunkt und als stilles Wahrzeichen von Neu-Ravensburg, ein Ort, der seine Geschichte nicht verloren hat, sondern sie in seinen Mauern bewahrt. Über sanfte Feldwege und ruhige Forststraßen geht es hinauf zur Burg. Immer wieder wechseln sich offene Flächen mit schattigen Waldabschnitten ab. Wurzelpfade und weiche Waldböden machen den Weg besonders eindrucksvoll. Der Weg führt weiter hinab in das wilde Tal der Argen, ein ursprünglicher Ort, geprägt von Wasser, Stein und unberührter Natur. Am Zusammenfluss der Argen zeigt sich die Landschaft von ihrer rauen Seite. Hier wird der Weg steiler, teilweise anspruchsvoll, doch genau das macht den Reiz dieser Wanderung aus. Zum Innehalten, zum Staunen und vielleicht auch um die Füße im Wasser zu erfrischen. Die gesamte Strecke umfasst rund 6,6 Kilometer. Mit etwa 117 Höhenmetern im Auf- und Abstieg. Die Gehzeit liegt bei ungefähr 2 Stunden. Trotz ihrer Länge sollte die Wanderung nicht unterschätzt werden. Einige Abschnitte sind steil und erfordern Aufmerksamkeit. Zum Schutz der Natur ist es wichtig, auf den markierten Wegen zu bleiben und die Strecke nur bei Tageslicht zu begehen, denn dieser Ort lebt von seiner Ruhe und davon, dass er bewahrt wird.